Diese Found Footage, also mit Familienfilmen, privaten Amateurfilmen als Material sehr viel gearbeitet. Ja, Zsófia Bán ist vielleicht so seit einem Jahrzehnt oder 7, 8 Jahren in der deutschen Sprache auch bekannt. Das ist jetzt diese Geschichte über die in Ungarn sehr bekannte Schauspielerin ist in Zsófias ersten Band als nur die Tiere lebten. Und heute würden wir gerne diesen zweiten Band vorstellen, Weiter atmen. Aber vorher würde ich gerne ein paar Fragen zu diesem Film stellen, zu der Geschichte selbst, wie es dazu kam. Vielleicht mal, verstehst du, Zsófia, wenn ich Deutsch spreche? Ja, und also wir reden auf Englisch miteinander, weil das einfacher ist und ich kann dann übersetzen. Und, aber wenn du die Fragen verstehst, ist es super, dann brauche ich die zu übersetzen. Also wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und überhaupt zu diesen offensichtlichen Parallelsträngen in der Geschichte? Well, first of all, thank you so much for the invitation, Christina, and all the organizers of the festival. This is an incredible experience for me to be here in this fantastic and wonderful, beautiful place. So I just want to say thank you before I say anything else. It very often happens with me that my writing is either inspired by some sort of images, either photographic or painting or film images, and they become somehow worked into my text. So they're... Can I just sure. Translate? Also zuerst hat sie sich sehr bedankt, es gefällt ihr unglaublich gut hier, sie ist sehr froh, dass sie eingeladen worden ist. Und dann hat sie jetzt begonnen zu sagen, dass sie sehr oft da so arbeitet, dass Bilder, manchmal auch Kunstwerke, Gegenstände, also auf jeden Fall bildliches, nicht textliches, für sie den Ausgangspunkt für ihre Geschichten bilden. Yeah, because I see images also as texts. They function as texts, using obviously a different language that you need to then translate into another language, which is literature. But everything becomes text and everything sort of merges and comes in contact with each other. Also sie findet, für sie sind visuelle Dinge, Bilder oder diese Objekte, auf die sie sich manchmal bezieht, eben auch eine Art von Text, etwas Lesbares, was dann quasi übersetzt werden muss in die Buchstabenlesbarkeit von Literatur. But at the same time, I also think that you need to learn this other language of images. They usually say that a picture is worth 1,000 words, in other words, that it's easier to understand images, and I don't agree. I think that images are perhaps even more difficult to understand than text. The images are often a kind of puzzle or a mystery that you need to try to decode. Also die Bilder sind auch oder repräsentieren eine Sprache, die man auch lernen muss. Und es gibt im Englischen diese, also ich glaube auch im Deutschen diesen Ausspruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und dass Zsófia ist aber damit nicht einverstanden, weil sie sagt, es ist eben auch Bilder sind oft eher ein Rätsel, das man
setzen zu können. So they produce themselves or present themselves as a mystery, just like time past is also a mystery, and in many cases films and photographs are obviously the carriers of this time past about which we in fact know nothing. We think we do, but we don't. Also die Bilder sind Träger der Vergangenheit, also sie repräsentieren das in einer eben zu dekodierenden Art von Text und Schrift. Man meint, man kennt die Vergangenheit, man sieht ein Bild, betrachtet es irgendwie als eine Öffnung in das Vergangene, aber in Wirklichkeit ist es ja auch nur ein Ausschnitt, der zu interpretieren ist. So to come back to the film, to give you a little context and background, Katalin Karadi was basically the Hungarian Marlene Dietrich. She was this superstar in Hungary before the war. She was a diva, and incidentally, her partner, her lover, her great love, whom she never got to marry, was Horthy's, Admiral Horthy's chief of secret police. Also Karadi Katalin war in Ungarn so eine Art Marlene Dietrich und also von ihrer Berühmtheit, ihrer Bedeutung her. Sie hatte einen Geliebten, der unglücklicherweise der Chef der Geheimpolizei von Horthy war, also des regierenden Faschisten. So, for that reason, she was looked upon with great suspicion from anyone on the left, but on the other hand, she was also very, she often helped Jewish, the persecuted Jewish people of Budapest, whom she often hid in one of her villas, or she saved them on the banks of the Danube before being killed. So she was also very active in that way, for which reason she was persecuted and held captive by the Gestapo in Budapest and tortured actually several times. Also diese Verbindung, diese Beziehung mit dem Geheimpolizeichef wurde natürlich mit großer Skepsis betrachtet seitens der Linken, aber sie nutzte diese Beziehung aus, um jüdische Menschen zu retten, sowohl zu verbergen, also sie hatte prachtvolle Villen in Budapest, sowohl in ihren Häusern zu verbergen, als auch durch direkte Intervention an der Donau selbst zu retten, wo es eben diese furchtbaren Erschießungen gab. Und wegen ihrer Aktivität in der Hilfe gegenüber jüdischen Menschen wurde sie dann von der Gestapo, als die Deutschen in Budapest waren, verhaftet und gefoltert. So in the early 50s, after the war, when her lover never returned from being captured, she was looked upon with more and more suspicion by the communist authorities because of her link with this head of Horthy's secret police, and she decided she had to emigrate. She had to leave the country. There was nothing more left for her there. She received less and less roles in films, and she was less and less able to perform, and so she decided to secretly emigrate, because of course in the 50s you were not allowed to simply emigrate. You were considered, that was a very serious crime, so she had to secretly leave the country. Ihr Liebhaber kam nach dem Krieg, nachdem er natürlich auch festgenommen worden war, nicht mehr zurück. Und
schikaniert, bekam keine Arbeit mehr unter der linken Regierung, kommunistischen Regierung. Und dann beschloss sie 1952 so heimlich, weil es anders nicht gegangen wäre, auszuwandern. And so she originally wanted to emigrate to the United States, which wouldn't receive her, either because she was considered a Nazi or someone linked with the Nazis, or she was considered a communist spy. So for that reason, she ended up in Brazil, and she lived there for 15 years before eventually being allowed to enter the United States, where she lived the rest of her life. In Brazil, she never performed, she led a completely anonymous life, and as you could perhaps hear in the film, she opened a hat store, and that's what she did in New York as well. So she completely transformed herself from diva to an anonymous person. Ja, also sie kam nach Brasilien, weil sie von den USA die Einwanderungsgenehmigung nicht bekam. Sie war einerseits natürlich, stand sie im Schatten ihrer Beziehung mit dem Faschismus und zum anderen fürchtete man aber gleichzeitig auch in ihr eine kommunistische Spionin. Und so kam sie dann nach Brasilien, wo sie 15 Jahre lebte, ein vollkommen unauffälliges Leben als Modistin führte. Und nach 15 Jahren bekam sie dann die Einwanderungsgenehmigung in die Vereinigten Staaten und verbrachte dann den Rest ihres Lebens in New York. So, on the one hand, what interested me was those 15 years where, in fact, nobody knows, apart from the fact that she opened a hat store, what exactly she did. And so I was interested in that void in time, which allows fiction to step in. And so this is what I did in my story that is in my previous book, a story called Venom, in which I write this fictitious story that I read in the film about her life, potential life in Brazil. Ja, also niemand weiß eigentlich, wie sie ihre Zeit, ihr Leben verbrachte, und insofern ist diese Geschichte natürlich völlige Fiktion, abgesehen von den Eckdaten ihrer Immigration, die man offensichtlich kennt. Aber was Zsófia interessierte, war ist eben diese Lehre, die man sich unter Kenntnis der Fakten, die Vorlagen über diesen ehemaligen ungarischen Star, die man dann füllen kann mit Fiktion. Yeah, so what interested me was basically this complete metamorphosis of someone's identity, of going from being someone with capital S to being no one, basically, a nobody in a sense. Also was Zsófia interessierte, war dieser Übergang, dieser ziemlich rapide Übergang von ausgesprochener Bekanntheit zum Dasein ein Niemand quasi, also ohne von irgendjemandem erkannt zu sein. And then it so happened that at one point I realized that her stay in Brazil, in São Paulo more specifically, was the exact same period when we were living there with my family, as I was born in Brazil and half raised there. So immediately this geographical locale became a kind of magical meeting place of various stories, one hers and the other mine, in fact, without having known about it. So that's one part of the story of the film. Dann irgendwann wurde ihr klar, dass die Zeit, in der Carla di Catalin dort in São Paulo war, nicht in Rio,
dieselbe war, in der ihre Familie in Brasilien wohnte und sie, Zsófia ist 1957 in Brasilien geboren und hat auch einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend dort verbracht. Und das war dann wurde diese Zeit und dieser Ort zu einer Art magischen Kreuzungspunkt. So Brazil in that sense became a very pregnant place, so to speak, metaphorically speaking, very pregnant with these parallel stories, if you will. And adding to these two parallel stories is also the story of the military junta that was dominating the country, of whose perpetrations, of course, I had no idea about when I was growing up there as a kid. So bekam also Brasilien, dieses Land ihrer Kindheit für sie wurde vollkommen angefüllt mit besonderer Bedeutung und möglichen Lesbarkeiten von Überschneidungen und sich kreuzenden Linien. Und gleichzeitig war es eben auch eine Zeit extremer dieser Junta-Regierung in Brasilien, die von deren Verbrechen sie als Kind mit einer relativ paradiesischen Kindheit gar nichts wusste. So all of a sudden I had this very condensed sense of place and time in which many people and many events come together. Also plötzlich wurde ihr klar, dass da ein Zeit und Ort zusammentrafen, in dem eben vieles, was sich dann auch für ihr, was sie eben auch später dann bekommen hatte, in ihrem Leben zusammenkam. Now Peter Forgage, who is an internationally known filmmaker, his methodology is to use archival private film material. He has a huge archive, a collection of private films that are either given to him or sent to him or that he finds in some way or another, and he uses this archival material and transforms it then into his own films and make them as the basic material, so to speak, but he transforms them into something else, into a different narrative. Also Peter Forgage, der international bekannte Regisseur dieses Films, hat ein riesiges Archiv von privaten Filmen angelegt, die er gesammelt hat, gefunden hat, erworben hat, die ihm auch geschenkt werden und aus denen er Material zusammenstellt für seine Filme, aber natürlich auf verfremdende Art und Weise. Also das Narrativ, was er, die Erzählung, bildliche Erzählung, die er konstruiert, ist nicht deckungsgleich also mit diesen Familienfilmen, die er benutzt. Er verfremdet sie natürlich auch visuell, aber sie werden eben in ganz andere Kontexte geschoben. So at one point, I decided to give him, or well, at least to lend him the private films that my father had shot in Brazil during the early 50s, which is the same period in which Corali's story takes place. And he added this material, the original material, to his archive, and he said, well, at one point we might do something with it together. Und irgendwann hat auch Zsófia beschlossen, ihm Material aus den Familienfilmen zu geben oder zu leihen für sein Archiv, und er
vorgestellt, dass irgendwann der Punkt kommen wird, an dem sie da zusammen mitarbeiten wird. So later on in 2015, when I was preparing for a reading in Berlin during my stay as the DAD resident, we decided to bring this material together with the story of Katalin Koradi as narrated in my story, and to combine the fiction that I created in my story with the documentary images of my father's film, and also the documentary images belonging to Koradi's own emigration. Im Zusammenhang mit einer Art Abschlusslesung, die sie als BHAD-Stipendiatin in Berlin vorbereitete, haben die beiden dann beschlossen, diese privaten Filmmaterial zusammenzubringen mit frei zugänglichem Material über Katalin Koradi und dieser quasi dokumentarischen Elemente in diese Fiktion über Koradi einzufügen. But of course, as you can tell, in this kind of film, what is usually regarded as document and what is regarded as fiction merge, and they sort of bleed into one another, and the borders become completely blurred. And they reinforce each other, complement each other, and perhaps sort of explain each other. Und wie man hier sieht, befruchten das Fiktionale und das scheinbar, nennen wir es mal, dokumentarische einander, vermischen sich miteinander, die Grenzen werden fließend und sie bilden so eine neue Einheit. So, in that sense, it's also about how memory works, but memory here is combined with private memory. Private memory and public memory is combined here, because Koradi's memory belongs to the general Hungarian public memory, and obviously my father's footage is private, so here also private and public merge and come together, and it's a reflection on how memory works and how private and public often complement each other or reflect on each other. Das Ganze hat natürlich sehr viel mit dem Thema der Erinnerung zu tun, weil es eine teils private, teils öffentliche, also kollektive, nennen wir es mal, Erinnerung ist. Das ist das Leben, die Gestalt von Katalin, und im Vergleich dazu diese privaten Erinnerungsstücke der Filme, die eben dann auch in Verbindung mit der Fiktion was ganz Neues bilden, aber auch und eben gleichzeitig auch illustrieren, wie Gedächtnis und Erinnerung und gleichzeitig Gedenken funktionieren. Yeah, so it's basically about the functioning of memory much more than about the specific stories that are told and that merge together. Forgatch has a quite long series that is called Private Hungary, and he added this film to that series. Ja, also es geht in erster Linie eben um dieses Thema Erinnerung, und Forgatch hat eine ganze Serie, die heißt Privates Ungarn, wozu jetzt auch dieser Film gehört. So, yeah, I think we owed you that sort of background explanation to the film, and yeah, I think
we said what was needed to be said. Ja, also diese Erklärung war fällig, ist dem Publikum geschuldet. Und so kann man es eben auch als eine Einleitung für den Text sehen, den wir jetzt aus dem neuen Buch Weiter atmen lesen werden. Aber zuerst würde ich gerne Zsófia fragen, ob du was zu dem Titel Weiter atmen sagen kannst. Also es sind sehr unterschiedliche Texte, die sehr viel für mein Empfinden auch mit Krankheit zu tun haben, aber eigentlich alle auch eine gewisse Heiterkeit haben, eine Melancholie natürlich auch immer, aber auch eine gewisse Heiterkeit und irgendwie offene oder gute Enden. Did you get? I think so. I see this book as a kind of book on survival, on being able to continue to carry on despite all odds, which is usually different from the kind of character Hungarian literature usually has, which is usually quite melancholic and pessimistic. Also für sie ist es eine Sammlung von Texten, in denen es immer eigentlich ums Überleben geht, gegen alle Widrigkeiten und auch gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und das begreift sie als sehr unterschiedlich, also sehr verschieden vom generellen Tenor der ungarischen Literatur, die zwar also Melancholie teilen beide, also Zsófias Texte und die generelle ungarische Literatur, aber sie betrachtet die ungarische Literatur als sehr pessimistisch. And the concept, the recurring concept of the book is breathing. And breathing is obviously what allows you to live, to keep on living and to survive, but it's also something that you don't think about as long as it's not a problem. I mean, we all have to face this problem nowadays with having to wear masks all the time and not being able to breathe so well. So it doesn't become a problem and you don't think about it until it becomes a problem. Also es geht um das Atmen als das, was das Leben ermöglicht, aber ohne dass man sich dessen bewusst ist. Also heute in diesen Pandemiezeiten ist es insofern etwas anders, weil man mit diesen Masken sehr oft mit Atemschwierigkeiten zu kämpfen hat. Aber das Atmen wird erst bewusst oder ein Problem, wenn man gezwungen ist, sich seiner bewusst zu werden. So I mean this breathing as far as the book is concerned, both in a very physical way, but also in a metaphoric way, because breathing can also be thought of as like a work of art that continues to breathe at you, at the person who is regarding it, who is confronted with it, and which comes into communication with either another form of art or another person. So the kind of breathing that, that works of art produce through time and through memory. Es ist einerseits das physische Atmen gemeint, zum anderen aber auch die im metaphorischen übertragenen Sinne das Atmen eines Kunstwerks, eine Art Ausstrahlung, die mit der betrachtende, lesende, zuhörende in Kommunikation treten. Actually, the title is quite anecdotal because all of you have probably had the experience of having been X-rayed,
And when you stand in front of the X-ray machine, you are asked to hold your breath, right? Sorry. Yeah. Also dieser eigentliche Titel Weiter atmen hat so was Anekdotenhaftes, weil er bezieht sich auf die Situation, in der man vor einem Röntgenschirm steht und die Luft anhalten muss. And then, after they make the X-ray, they call out and they tell you you can continue to breathe. Weiter atmen. Yeah. And I always thought that was incredibly funny that you get permission to carry on breathing. Wenn dann die Aufnahme gemacht ist, dann ruft die oder wer auch immer das die Aufnahme macht, weiteratmen. Und das kam ja immer sehr witzig vor, dass man daran erinnert wird, dass man jetzt wieder atmen kann. But it can also happen in cases like, for instance, I think we're going to read a passage from the last story in the book, which is about a photograph that supposedly or potentially includes Rimbaud, but who has not yet surely been identified as being Rimbaud, and which photograph has become a kind of mythical stand-in for someone who has basically disappeared, not only from literature, as Rimbaud did, but also from life. So this is basically the only photograph in which we can supposedly see the older Rimbaud. And when you look at this photo, the first time when I looked at this photograph, it looked like the photo itself, like a living being, sort of asking to be decoded, asking to be explained, either undermining the myth, and it's a little bit like religion, either undermining the faith in having found him in his old age, or on the contrary, to undermine that myth. Also die Geschichte, aus der wir einzelne Stellen vorlesen werden, nicht das Ganze, handelt von einem Foto, einer Fotografie, die Esther, den französischen Dichter, darstellen soll, und zwar in einem Alter, in dem er eigentlich schon längst aus der Welt sozusagen gefallen war. Also Rimbaud ist ja verschwunden, also nicht nur als Dichter, sondern es gibt auch keine Lebensspur, es gibt aber auch keine Zeugen von seinem Ableben. Und in dieser Fotografie meint man nun den älteren Rimbaud, den noch nie jemand auf einem Foto gesehen hat, zu erkennen. Es wird spekuliert, und für sie war es eben so beim ersten Anblick dieses Fotos, dass das so einen sehr starken Wunsch nach Dechiffrierung vermittelte. Ob es nun eine Bestätigung seines Weiterlebens sei oder die Infragestellung dieser Theorie. And it's actually the same feeling that I often get when looking at especially photos from the past, and especially analog photographs, that we basically know nothing, that there is nothing certain about them without being aware of what happened before, what happened right after, and so on. So in other words, I feel we are constantly being confronted with our misunderstandings of the past, not just images, but the past, and the myths that we tend
the people who are on the photograph, and this, we look at them and they seem to look at us, but of course they see something which we will never ever know. And this is something which I find is a kind of really sort of nervous mystery around photography. Also ich habe jetzt nur beigetragen, dass für mich ist eines dieser Mysterien im Zusammenhang mit vor allem alten Fotografien, dass man nie weiß, was die Personen, die uns als Betrachtende anzuschauen scheinen, gesehen haben. Also sie schauen aus dem Bild auf uns, aber sie haben ja etwas gesehen, wovon wir nie wissen können, was es ist. Yeah, so the story is basically an investigation and also a parallel story of the life of a Hungarian philologist who is a Rambo specialist and Rambo's own life. So again, something that's very characteristic of my stories, in which you often have parallel stories complementing each other and reflecting on each other. Also die Geschichte ist wird so zweigleisig geführt. Es geht um das Foto, aber es geht auch um eine Rambo-Spezialistin, eine Ungarin, die sich mit der Authentizität dieser Fotografie beschäftigt. Also das sind zwei Stränge, die nebeneinander sich manchmal berühren und herlaufen, und das ist charakteristisch für viele Texte von Zsófia, dass es diese parallelen Welten quasi gibt, zwischen denen eine bestimmte Spannung entsteht. Okay, so you start reading? No, you start reading in Hungarian. Whatever you think Can best. you read? Are you? Yes. Just a short, yeah. Also sie liest ein bisschen auf Ungarisch aus diesem Hotel de l'Univers und dann... Yeah, it's called Hotel de l'Univers because that was the name of the hotel, in also about faith, in belief in something higher that is supposed to. Also es ist auch über Glauben und also Glauben im Sinne fast von religiösem Glauben, wie Faith. Yeah, in a metaphoric sense. Ja, metaphorisch natürlich. But there are no two words for faith and belief. Okay. Right. So, Hotel de l'Univers. Kinek ne volna Zanzibárja, Bombayje, Pekingje, Patagóniája, mindegy, csak valahol jó messze. Világ proletárjai Zanzibár. Veronika kívánja a hotelszobája ablakán, szakadatlanul esik, az évszakhoz képest bajós meleg van, nem lesz vigasz. Máskor december végén rendesen havazik, a Jardin de Luxembourg formára nyílt buxusai csinos hósapkát növesztenek, a színesbőrű dadák gondjaira bízott hófehér gyerekek hógolyóznak, hóembert építenek, a dadák boldogan kacagnak a csodálatos hóesésben, nyelvüket játékosan kiöltik, és hagyják, hogy egy-egy nagyobb tehely hűvösen szétolvadjon rajta. Hotel de l'Univers. Wer hätte nicht sein Zanzibar, sein Bombay, sein Peking, sein Patagonien? Egal, Hauptsache weit weg. Proletarier aller Länder, Zanzibar. Veronika starrt aus dem Hotelzimmerfenster. Es regnet ohne Unterlass. Für die Jahreszeit ist es unheilvoll warm. Es wird keinen Trost geben. Sonst schneit es Ende Dezember ordentlich. Auf den in Form geschnittenen Buchsbäumen des Jardin du Luxembourg wachsen hübsche Schneemützen, die der Obhut farbiger Nannies überlassenen schneeweißen Kinder bewerfen sich mit Schneebällen und bauen Schneemänner. Die Nannies lachen glücklich im wunderbaren Schneefall, strecken verspielt die Zunge heraus und lassen zu, dass größere Flocken kühl auf ihr schmelzen. Und jetzt das, trostloser, bleierner Regen. Sie schaut auf AccuWeather.com nach, wonach in Budapest dieselbe Lage herrscht.
Das wird ein schönes Weihnachten. Sie werden um den Baum herum sitzen, ja, und Schickler wird aufgeregt seine Geschenke auspacken und sie werden ihm dabei zusehen. Ihr Mann wird die überall herumliegenden Geschenkverpackungen aufheben, akkurat glatt streichen und zusammenfalten wie immer. Sie haben schon eine ganze Sammlung an wiederverwendbarem Geschenkpapier. Andererseits, wer übergibt schon ein Geschenk, dem man ansieht, dass das Papier nicht neu ist? Sie drückt die Leertaste, auf dem dunkel gewordenen Monitor erscheint wieder das Foto. Der arme kleine Arthur. Wer könnte ihm vorwerfen, dass er genug hatte von dieser erbärmlichen Wirtschaft, dieser Ellbogengesellschaft, dem Geschubse der dummen Protzerei? Ein ehrenwertes bürgerliches Leben, Kinderzeugen, literarische Lorbeeren, Toussaint. Man fragt ihn nach seiner Meinung zu diesem und jenem und er verkündet sie oder auch nicht. Ein geschickter kleiner Floh aus dem tagesaktuellen Zirkus, der in Wahrheit keine Ahnung von nichts hat, am wenigsten davon, wer er eigentlich sei. Da soll man ihn doch lieber erschießen. Und tatsächlich, sein kleiner böser Plan gelingt fast. Mal bespricht er den Lauf von Verlaines Revolver, mal seinen tobenden Geliebten mit seinem verwundeten Herz. Na komm schon, verdammt nochmal, er schießt mich doch. Und der schießt außer sich vor Wut. Wenn dieser verdammte Unglücksrabe nicht nur Arthurs linkes, sondern auch sein rechtes Handgelenk zerschossen hätte, hätte dieser noch nicht einmal seine fiebrigen afrikanischen Briefe schreiben können. Obwohl er das Blei dann vielleicht in den Mund genommen hätte oder an seinen Schwanz gebunden. Der unerbittliche Einfallsreichtum der Dämonen. Doch nun scheint Arthur nicht im imaginären Sansibar und auch nicht in Bombay auf, sondern auf ihrem Laptop-Bildschirm, auf einer wer weiß wo ausgegrabenen Fotografie. Sie zoomt wieder auf den Kopf des jungen Mannes. Unter den verwaschenen afrikanischen Bildern ist diese Aufnahme zweifellos die bisher schärfste. Auf den sehr viel später in Abessinien eigenhändig aufgenommenen Bildern blickt ein bis auf die Knochen abgemagerter Sträfling mit wirrem Blick in die Kamera. Wie ein verschmierter Käfer auf einer mit Kokainstreifen übersäten Glasplatte. Obwohl es sein Körper ist, der eine Spur hinterlässt, vergeht die Zeit bereits ohne ihn. Wofür, für wen machte er diese Erinnerungsbilder? Souvenir. War es nicht schon egal? Was wollte er damit beweisen? Wem wollte er sie schicken? Mesdames et Messieurs, eine Jahreszeit in der Hölle. 3. Aufzug. Kommen Sie nur, kommen Sie. Was für ein Publikum hat er für sich jenseits des Orchestergrabens imaginiert? Ihr Gesicht konnte er nicht sehen. Das Blitzlicht blendete ihn. Doch nun saß hier ohne jeden Zweifel, in Gesellschaft von 6 weiteren Personen, Arthur Rimbaud in seinen 20ern vor ihr, gekleidet in einen hellen Anzug auf der Arkadenterrasse des Hotel de l'Univers in Aden im frühen August 1880. Plötzlich war es aus dem Nichts aufgetaucht, das verschwundene, verlorene Kind. Es hat sich zu einem gegerbten Kaffee- und Waffenhändler ausgewachsen und nein, man kann ihn nicht mehr übers Ohr hauen. Er dreht jeden heller zu, sein Geld wird trotzdem nicht mehr. Jahr und Jahr vergeht und ich kann nichts zusammenkratzen. Aden, 15. Januar 1885. Ja nun, und das sagt nicht sie, Dr. Veronika Ziegler, sondern das Forschungsobjekt selbst. Und dieses nörgelt, schiebt Panik, wie es ihm gefällt, tobt, die Welt gehört ihm. Sie und ihre Kollegen zerpflücken von ihrer Seite akkurat die Traumata des Kindes, drehen und wenden sie, analysieren, vergleichen, systematisieren sie, pinnen sie mit Stecknadeln auf Kartons und archivieren sie. Die Taxonomie des Wahnsinns, die sie Raum greift und infiziert. Wegen der Warmfront hat er schon seit dem Morgen Kopfschmerzen. Der Junge beklagt sich ständig. Die Geschäfte laufen nicht. Er wird nicht reich genug. Und wenn er sich noch so anstrengt. Veronika weiß ganz genau, wovon der kleine Arthur da redet. Dem,
im Übrigen dort in jenem fernen Bezirk jeder kennt, wie auch er zwischen Aden und Haller einen jeden wie seine eigene von Blasen übersäte Handfläche kennt. Sie flüstern einander ins Ohr, es lohnt sich nicht, sich mit ihm anzulegen, lass ihn kumpeln. Er ist Sonderskind, den man seinen Butch Cassidy weggeschossen hat. Man hat schon jeden neben ihm erschossen. Er ist als einziger noch da und er hat keine gute Laune. Er schleppt sein krankes Gedärm durch die Gegend, holt und bringt die ausgemusterten rostigen Karabiner für den nervenfibrigen Chemikmänner. Wer außer ihm könnte dem diesen Haufen Eisenschrott aufschlitzen? Wer könnte ertragen, dass Menelik, der nicht faul war, ein Fernsprechzentrum mitten in Addis Abeba errichten zu lassen, ihm ständig hinterher telefoniert? Wo bleibt die Lieferung, Rambolein? Letztes Mal hast du auch einen Haufen Dreck gebracht. Versuch das nicht noch einmal, hörst du? Hörst du mich? Den Jungen kann nur die Krankheit von den Beinen holen. Erst der Typhus, dann diese Kniesache. Was für eine Scheiße ist das, denkt Arthur. Er kann noch so oft Umschläge mit Heilkräutern vom Markt in Addis Abeba drauflegen. Es wird immer nur dicker. Sein rechtes Knie schmerzt immer zu. So kann man nicht arbeiten. Wie soll er so die Lieferungen überprüfen? Wer soll tagelang marschieren in unablässigen Gleisen über staubige, öde Wege? Wer scheißt nicht auf die Dichtung, wirft er irgendeinem Schreiberling aus Marseille zu, bevor er das Schiff besteigt. Veronika fällt das Wort ein, das Arthur auf die Frage hinausspuckte, warum er aufgehört habe, weil es dégoûtant war. So, Veronika ist von Freude erfüllt, dass das in ihrer eigenen Sprache fast sogar besser ist. Oschmannschaft, schon der Klang ist ekelerregend. Und es ist auch dégoûtant, was sie vorhat. Es gibt keine Entschuldigung dafür, keine Buße. Sie kann sich deswegen nicht ein Bein abschneiden lassen. Sie kann sich das Herz nicht mit einem Opfermesser herausschneiden lassen und sie kann es nicht auf dem zischenden Stein einer Maya-Pyramide für ein Opferritual darbieten. Nein, sie schneidet einen Teil des vergrößerten Gesichts aus. Mein süßer Engel, du kleines Schnurrbart. Aber nein, so ist das nicht genau. Alles zusammengenommen ist es dégoûtant, dass sie, Dr. Veronika Ziegler, eine europaweit bekannte Kennerin der französischen Literatur, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, ihrer Umgebung und sich selbst mit betrügerischer Absicht glauben ließ, dass sie noch lebt. Und der sachkundigste Kenner dieses Umstands ist nicht sie und auch nicht ihr Mann, Dr. Borna Kellerman, Proteinforscher, sondern der Jončika. Der Jončika weiß, dass sie die ganze Zeit nur so tut. Jončikas forschender, allwissender, frühreifer Blick, seine traurigen schwarzen Hundeaugen. Na, das ist dégoûtant. Dann lieber der verrückte König Menelik. Dann lieber der in heiße Luft wirbelgestaucht, die Kristalle in den Falten deiner Kleidung, in deinen bunten Schuhen, deinen abgewetzten Poren, dann lieber die spröden, schorfigen Lippen, die sich infizierenden Wunden. Daran denkt Arthur, denkt Veronika auf der Terrasse des Hotel de l'Univers im August 1880. Wieder vergrößert sie den Kopf, obwohl er hier eher so aussieht, als würde er an nicht wirklich etwas denken und sagt dieses nicht wirklich etwas einen Hauch verwackelt wäre. Sie hört den Blut rauschen, den Wind in den Dünen, das furchtsame Rasseln der aufgeschreckten Klapperschlange im Sand. Sie hört die immer und immer wieder aufklingende Erzählung, dass es war so und so Märchen, immer gleich, unbeirrbar, mit immer dem gleichen kühlen Ende. Ebbe kommt, Flut kommt, Jahreszeiten kommen, der unentfernbare Fleck aus Sternenstaub aus ihrer Kleidung kommt, der verräterische Fleck des Hierseins im Licht, der verwaschene Fleck des Lebens vor dem Tode, wie er nach und nach aus der Dunkelheit auftaucht. Ein blasses Dämmern in der langsam sich auflösenden grauen Masse. Eine starke Lichtquelle blitzt auf. Annäherung oder Entfernung, nicht zu entscheiden. Sie hört das Licht quasi nur, nimmt es
als, dass das, der und dann. Die Kollegen beeilen sich im Sommer 2010 kundzutun, dass das Foto, das im Frühjahr im Salon der Pariser Buchhändler vorgestellt worden war, keine Fälschung sei. Das französische Volk ist im Freudentaumel, die Branche feiert, das gequälte Herz eines jeden Rambolologen glüht auf. Also gibt es noch Hoffnung. Der Junge ist da und schaut, er ist vom Kind zum Manne geworden. Hier ist er, das wolltet ihr doch. Das verdorbene kleine Kind mit dem Engelsgesicht zeigt endlich sein ausgebranntes Erwachsenengesicht, das bisher schärfste Bild, obwohl es, wie Frau Dr. Ziegler feststellt, ein Hauch verwackelt ist. Aber welches Porträt würde einem anderen nicht ähnlich sein, wenn der Blick es so will? Zauberisches, trügerisches Licht. Oder lasst uns offen reden, betrügerisch. In jedem Bild ist das kurze Zucken eines Willens zu sehen. Ich weiß jetzt im Moment überhaupt nicht, wie viel Uhr es ist, wenn wir noch ein bisschen reden wollen. Wie lange haben wir jetzt noch? Von einem autistischen Jungen, der solche Seifenstücke modelliert mit seinen Händen. Und Zsófia, maybe you can just say something about the way this cover came to be. This installation was made by a contemporary Hungarian artist whose work I like very much and with whom I have collaborated various times with various books. Installation is called The 365 Days of D. The D is short for the name of the person. Just translate. Oh, sorry. Also das ist eine Installation einer Künstlerin, die sie sehr bewundert, die heißt die 365 Tage des David D. The 365 days are here represented by 365 soap bars that this very seriously autistic young man scratches with his fingers, and he uses a new bar every day. So it basically is a visual representation of his days, of his time, or if you will, of his existence, of his breathing. And it functions as a kind of memorial to this person who, of course, is still very much alive and breathing. Und dieser junge Mann, das ist das, was er als Dokumentation seines Lebens quasi hinterlässt. Er modelliert, behandelt mit den Fingern diese Seifenstücke, die hier wirklich tatsächlich in dieser Installation physisch vorhanden sind. Er lebt noch, aber trotzdem ist das ein ein Denkmal, ein Memorial an diesen Menschen, dessen Ausdrucksform, dessen Leben sich darin manifestiert. Now it's interesting that this was a very well-visited exhibition. A lot of reviews were written about it, and most of the reviews wrote about it as if it was something tragic. That it's they interpreted it tragically, and I have a completely different perspective of this installation. When I saw it, it struck me as being the visual representation of the only thing that gives this person joy, actually. Also die sehr vielen Kritiken dieser Ausstellung bezogen sich auf das Werk immer als Zeugnis einer Tragödie, und sie sieht es ganz anders. Für sie ist es die Dokumentation
chance that this became the title-giving story of the book, because yes, of course, his story is tragical, but of course the short story that I wrote, inspired by the real story, is completely fictitious, other than the motif of the soap bars. But, and of course the original story is tragic, but within the tragedy there is still something that keeps the breathing going, as it were, that keeps the story going. Ja, also natürlich ist ein solches Schicksal tragisch, aber in dieser Tragödie eines solchen Autismus ist eben doch, wie sich daran zeigt, ein Kern von Freude und Licht enthalten, der eben dieses Atmen aufrechterhält. Yeah. So I just wanted, and I was inspired by it from a different direction, from the direction of the possibility to survive and to keep on going, and something which to him gives or offers satisfaction and joy even within his predicament. Also für sie war die Inspiration eben in diesem Hoffnungsschimmer, den diese tatsächlich täglich vorgenommene Seifenmodellierung enthalten ist. Okay, thank you very much. Thank you.